Moin, mein Name ist Stefan Max und wir von Teambits freuen uns, Ihnen heute unsere neue Version Teambits 7.6 vorstellen zu können. Wir haben Ihr Feedback, Ihre Rückmeldung aufgenommen und unsere Anwendung weiter verbessert, um auch Ihr Event noch besser und erfolgreicher zu machen. Wir haben Sie jetzt schon neugierig gemacht? Dann gehen Sie einfach auf www.teambits.de und probieren Sie unsere neue Version Teambits 7.6 einfach und kostenlos aus. Ich möchte mit Ihnen heute ganz kurz die Neuerung in Teambits 7.6 durchgehen. Lassen Sie uns starten. Zunächst einmal haben wir einen neuen Meeting-Typ hinzugefügt. Meeting und Fragebögen kennen Sie ja bereits aus der Vergangenheit. Meeting für das gemeinsame Durchgehen von Interaktionen, Fragebögen für das individuelle Durchgehen von Interaktionen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wir haben Ihren Ruf und Ihr Bedürfnis nach Gamification und höherer Interaktivität wahrgenommen und umgesetzt und haben ein Quizmodul entwickelt. Ich würde Ihnen in einem nächsten Video detailliert zeigen, wie Sie mit dem neuen Quizmodul arbeiten können. Darüber hinaus haben wir aber auch unsere bestehenden Meetings und Fragebögen verbessert. Eine Verbesserung besteht darin, dass wir die Möglichkeit haben, jetzt noch übersichtlicher zu arbeiten. Sie sehen hier an der Seite jederzeit die bereits eingegangenen Beiträge und Rückmeldungen für eine Interaktion. Gleichzeitig haben wir eine Neuerung hinzugefügt, dass Sie bei den Werkzeugen und in der Ergebnisanzeige zwischen Prozentangaben und Summenangaben wechseln können. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, auch die Summe aller abgegebenen Stimmen anzeigen zu lassen. Darüber hinaus haben wir Teile des Quizmoduls auch in Meetings und Fragebögen überführt, denn Sie haben die Möglichkeit, richtige Antworten hier anzugeben. Wenn Sie eine richtige Antwort hier markieren, dann erscheint automatisch auch hier der Auflösen-Button. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, eine Frage anzumoderieren, freizugeben, ein Ergebnis sich anzeigen zu lassen und mit dem Auflöse-Button das richtige Ergebnis vorne zu präsentieren. Das erhöht in manchen Situationen, insbesondere auch in großen Gruppen, die Interaktivität. Wir haben auch unsere Interaktion mit Bildern verbessert. Unter neue Aktionen hinzufügen besteht ja schon länger die Möglichkeit, Abstimmungen mit Bildern zu machen. Ich habe hier bereits mal eine angelegt. Kleine Erinnerung, hier wählen Sie die Bilder aus. Sie haben auch die Möglichkeit, über eigene Bilder hochladen, selber Bilder hochladen zu können, entweder per Drag and Drop oder aus Ihrem Dateiverzeichnis und in eine Interaktion mit einzubinden. Ich habe hier mal das ein Bild mit eingebunden. Hier wählen Sie dann die Bilder aus und was wir neu hinzugefügt haben, ist die Anordnung der Bilder ist jetzt für Sie bestimmbar. Sie können die Bilder untereinander, quasi nebeneinander oder auch quer abbilden lassen. Ich zeige Ihnen das einmal ganz kurz. Wenn ich die Interaktion jetzt hier freigebe, habe ich die Möglichkeit, die Bilder so anzuordnen oder auch untereinander. Das erleichtert Ihren Teilnehmern auch bei mehreren Bildern ohne weiteres die problemlose Abstimmung. Auch unser Q&A-Tool haben wir verbessert. Insbesondere für Konferenzen und Podiumsdiskussionen wird dieses Tool sehr häufig benutzt und wir haben die Moderationsansicht jetzt so gestaltet, dass Sie diese hier oben per Knopfdruck in den Vollbildmodus schalten. Das erleichtert die Bedienung insbesondere für Tablets in der Live-Interaktion, weil es ihnen mehr Übersicht gibt. Insbesondere dann, wenn sehr viele Fragen aufkommen. Neben einem neuen Meeting-Typ haben wir auch an Interaktion nicht gegeizt. 2 neue Interaktionen stehen Ihnen ab jetzt zur Verfügung. Neben der numerischen Skalenabfrage steht Ihnen auch endlich die XY-Matrix zur Verfügung, die insbesondere zur tiefen Arbeit an bestimmten Themen in Workshops sehr hilfreich sein kann. Zu den beiden Werkzeugen werden wir auch nochmal ein separates Video veröffentlichen, so viel an dieser Stelle. Mit der numerischen Skalenabfrage haben Sie die Möglichkeit, jetzt verschiedene Eigenschaften mit einem Slider bewerten und abstimmen lassen zu können. Ganz kurzen Sprung in die Konfiguration. Sie legen die Eigenschaften fest. Sie haben hier auch schon vordefinierte Schritte, vielleicht auch nach Schulnoten von 1 bis 6, um bestimmte Punkte zu bewerten oder auch benutzerdefiniert. Das steht Ihnen frei und Sie haben die Möglichkeit, auch hier wie gewohnt, sich ein Ergebnis anzeigen zu lassen. Und bei der XY-Matrix haben Sie die Option, die Achsen zu bezeichnen, Werte festzulegen und in der Präsentationsansicht die Mittelwerte zu einem Punkt, die individuellen Beiträge, um die Streuung zu sehen oder beides in Kombination sich anzeigen lassen zu können. Das heißt, Sie legen die Parameter fest, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stimmen ab und Sie können sich hier in der Grafik jetzt den Mittelwert anzeigen lassen, wie ein bestimmtes Thema beispielsweise eingeschätzt wird. Mehr dazu zeige ich Ihnen in einem weiteren Video. Das waren die Neuerungen von Teambits 7.6 in aller Kürze. Wir laden Sie herzlich ein, mit der neuen Version zu arbeiten und Ihre Veranstaltung noch besser und erfolgreicher zu machen.
Bei Fragen und Anregungen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Vergessen Sie nicht, auf www.teambits.de sich eine kostenlose Demo-Version zu holen, um die Anwendung auch einmal selber ausprobieren zu können. Mein Name ist Stefan Marx und ich wünsche Ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen bei Ihrer Veranstaltung mit Teambits.